Robotik ist mit Sicherheit eines der spannendsten Gebiete, wenn nicht überhaupt das spannendste Gebiet, in dem ein junger Ingenieur tätig werden kann. Ja, das entscheidende Projekt war sicher Ende der 80er Jahre das Space Lab D2-Projekt ROTEX, also der erste ferngesteuerte und fernprogrammierte Roboter im Weltraum. Der Manipulator im All kann von den Spezialisten am Boden ferngesteuert werden. Als ich angesprochen wurde, habe ich natürlich auch überlegt, wir sind ja Raumfahrt und wir müssen auch Flagge in der Raumfahrt zeigen. Wir haben so lange davon geredet, also kann ich das gar nicht ablehnen, da so ein Roboter-Experiment zu definieren. The robot had to fetch it from a fixture, release it and then try to catch it again. Gerade zu der Zeit kamen die ersten Stereografiksysteme nach Europa. Das war mir wichtig, dass man also dann räumlich die Dinge betrachten konnte. Und ansonsten habe ich halt frech behauptet, das werden wir schon schaffen. Und als dann eben der Start war, wir alle versammelt im Kontrollzentrum im Oberpfaffenhofen, Beobachter von der NASA mit dabei, da wusste ich genau, das wird so noch nicht funktionieren. One of the key problems in ROTEX were the large delays caused by the fact that the data had to pass more than 20 computers in the loop. So the round-trip delays summed up to about 6 seconds. Wir konnten diese Regelschleife nie testen, solange noch das Space Shuttle am Boden stand. Wo gibt es sowas, dass man etwas nicht testen kann, weil es so kompliziert ist? Also wie sollen Sie 6 Sekunden so ein taumelndes Würfelchen vorausschätzen? Die Bildverarbeitung war ja nicht wirklich so weit. Ich wusste also, ich stehe da jetzt, alle warten, die Amerikaner feixen schon, die überheblichen Deutschen, so nach dem Motto. Und war mir sicher, das kann nicht funktionieren, so weit sind wir noch nicht. Dann kam der Countdown, rauchten unten schon die 2 Düsen, eine hat nicht richtig geraucht. Man hat es gesehen, 2 Sekunden vorher wurde der Start abgeschaltet. Und ich musste auch ganz traurig schauen und so tun, als wäre das ein Riesenschande jetzt und wäre ein Riesenproblem. Und habe innerlich so gefrohlockt, weil ich wusste, jetzt haben wir vielleicht noch mal 4 bis 6 Wochen Zeit. So lange dauerten normalerweise die Untersuchungen. Wir hatten aber strenge Auflage, nichts mehr zu ändern. Wir sollten eigentlich nichts mehr anrühren. Haben uns aber natürlich überhaupt nicht daran gehalten, das kann ich ja heute durchaus sagen. Wir haben programmiert wie die Weltmeister und haben gesagt, einen zweiten Versuch, da könnte es klappen. Und auch da war es aber dann noch unglaubliches Glück, weil der Roboter hatte das Würfelchen gequetscht, das ist hinter ihn geflogen und es waren dann noch wirklich nur etwa 20 Sekunden vor Abschalten der Videos, kam das Würfelchen nochmal getaumelt. Und ich habe zu meinem Leiter dieser Entwicklung gesagt, rühr ihn nicht mehr an, also versuch nicht händisch jetzt zu greifen. Entweder er macht es vollautomatisch oder wir haben halt verloren. Und tatsächlich greift er im letzten Moment dieses Würfelchen. Und da war ein Hallo und da war mein Gefühl, jetzt haben wir mindestens 10 bis 20 Jahre ausgesorgt. Und so war es dann auch, ja. Wir sind hofiert worden mit Finanzmitteln und auch mit Preisen. Also es hat schon sehr, sehr viel bewirkt. Es hat in der Form auch bisher niemand mehr nachgemacht. Aber es war so ein Glück, ich weiß nicht, wie das kommen kann. Ja. Das ist vielleicht der Lohn dafür, dass wir Tag und Nacht gearbeitet haben. Die Mitarbeiter sind nicht mehr heimgegangen, haben sich Matratzen mitgenommen. Das mussten wir verschweigen. Der Betriebsrat, der wäre da fast in Ohnmacht gefallen. Also auch das kann ich ja heute so viele Jahre später sagen. Aber dass das geklappt hat, das war ein einmaliger Glücksfall. KUKA hatte Mitte der 90er Jahre einen neuen Entwicklungsleiter und der hat gesagt, könntet ihr das erreichen, dass unsere Roboter, wenn sie sich schnell bewegen und stoppen, dass sie nicht so rumzittern. Die Taktzeiten sind viel zu lang. Und möglichst das auf diesen neuen Prozessoren von Intel gibt es da diese Pentiums, werdet ihr dazu in der Lage? Und da habe ich auch recht frech gesagt, ja, das schaffen wir natürlich schon. Wusste aber nicht, ob es geht. Aber dann hatte ich auch Glück wieder mit einem Mitarbeiter, der sich da dahinter geklemmt hat und der das geschafft hat. Und dann hat KUKA gegen den japanischen Hersteller in den USA Vergleichswettbewerb bestreiten müssen, hat gewonnen und hat wunderbar davon profitiert. Also der Aufstieg, der geht auch sehr stark auf uns mit zurück. Und von daher war natürlich klar, als wir dann die Leichtbauroboter hatten, dass wir als erstes KUKA die Lizenz anbieten.
KUKA hat auch die Space Maus integriert, sodass man den Roboter intuitiv steuern konnte in 6 Freiheitsgraden. Ist bis heute in jedem KUKA-Roboter verfügbar. Gut war übrigens auch, dass eine ganze Reihe von unseren Mitarbeitern zu KUKA gegangen sind und da gute Positionen übernommen haben und den Geist auch aus unserem Institut da reingetragen haben. Auch das ist Technologietransfer indirekt gewesen. Ja, die Entwicklung der Chirurgieroboter hat einen sehr interessanten Hintergrund. Es gab in den USA eine Gruppe von NASA-Leuten, Jet Propulsion Laboratory, die an der Fernsteuerung interessiert waren, weil die Militärs wollten, dass in Zukunft eben die Chirurgen in der Ferne sitzen und den Soldaten, der verletzt ist, im Sanitätswagen am Schlachtfeld operieren. Und wir Raumfahrer eben, wir wollten auch in der Ferne operieren. Ich hatte mir eingebildet, dass Siemens einsteigen soll. Siemens hat aber verständlicherweise gesagt, wir haben keine Erfahrung in der Chirurgie, wir haben keine Instrumente. Wir trauen uns das momentan nicht zu. Was mich nach wie vor bewegt, ist die Tatsache, dass wir damals eben so weit schon waren. Und vor kurzem hat der Chef der Kardiologie an der Charité ein Interview gegeben und hat gesagt, ja, 2000 waren die Wissenschaftler am DLR schon so weit und es ist schade, dass sie da nicht mehr Unterstützung bekommen haben. Die Anfänge des Robomobils waren auch verbunden mit unseren Arbeiten und Interessen an der Raumfahrt. Und ich habe mir erlaubt, damals, sind jetzt so 15 Jahre her, den Charlie Duke einzuladen. Und er hat mir alles erzählt über diese Autos, mit denen die gefahren sind auf dem Mond. Und die waren schon sehr weit. Die hatten die modernen Getriebe, die wir dann im Leichtbauroboter eingesetzt hatten. Und das alles hat mich auch sehr motiviert. Und dann habe ich gesagt, also so ein Auto müssten wir eigentlich bauen, aber mit anderer Zielsetzung auf der Erde, eine Art Robotaxi. Die Idee war, das Robotaxi steht im Depot, der alte Mensch ruft an, es kommt gefahren, lässt sich per Sprache wohin fahren und fährt dann wieder zurück und sagt, jetzt fährst du wieder heim und das Robotaxi fährt wieder in sein Depot. Haben alles genau beschrieben und es war eigentlich alles fertig. Aber keiner der großen Autohersteller, der gesagt hat, ja, das ist unser Thema. Tut weh. Es ist manchmal schädlich, zu früh zu sein. Klingt komisch, aber es ist die ernüchternde Feststellung. Also, aber die Zähigkeit ist auch wichtig. Auch wenn man Misserfolge hat, nicht nachgeben, andere Wege dann suchen. Das habe ich auch gelernt, dass das ganz wichtig ist. Ja, Technologietransfer war für uns immer wichtig, in unterschiedlichen Versionen. Wir haben in existierende Firmen viel transferiert, insbesondere natürlich KUKA. Und dann kamen aber doch die ersten echten Ausgründungen in der Robotik, zu nennen insbesondere die Firma Franka. Und man kann sagen, dass die Franka-Roboter auch heute noch weltweit in den Hochschulen und Universitäten aktiv sind, in einem Ausmaß, was man vielleicht gar nicht für möglich gehalten hätte. Xiaopeng hat das mit seiner Firma Agile Robots übernommen, führt das weiter, ist jetzt eine Art bayerischer Marktführer mit über 2000 Mitarbeitern. Also das sind schon ganz interessante Erfolge, wie ich meine. Es gibt aber andere interessante Entwicklungen auch noch. Wir haben uns sehr interessiert vor 20 Jahren für die Mars-Kamera HRSC. Die hat 7 Zeilen nach unten geschickt über den Mars, ist jetzt 25.000 Mal rumgeflogen. Der Mars ist komplett modelliert. Mich hat interessiert, wie sähe da ein optimaler Stereo-Algorithmus aus. Und ganz pfiffige Mitarbeiter bei uns haben einen Algorithmus entwickelt, der heute weltweit Standard in der Fotogrammetrie ist, das semi-globale Matching. Und die Ausgründung Roboception führt das weiter, vor allem mit Anwendungen in der Robotik. Ja, die Spielwiesen, also einmal natürlich interessiert mich die Robotik nach wie vor sehr stark, aber was mich schon in Institutszeiten interessiert hat, war das vollelektrische Fliegen. Ich weiß noch, bei meiner Verabschiedung hatte ich einen Stratosphärenflieger aufstellen lassen in der Flugzeughalle, wo unser Vorstand fast in Ohnmacht gefallen ist, weil er gesagt hat, oh Gott, das Herr Hirzinger hat schon wieder was Neues entwickelt, von dem wir gar nichts wissen.
Und dann habe ich das weiter betrieben nach meinem offiziellen Ausschreiben. Ich habe jemanden gefunden, der schon Preise auch hatte auf dem Gebiet. Und das ist nach wie vor eine kleine Firma in Landsberg. Aber wir halten uns mit Recht jetzt den Technologieführer in Europa. Und das andere große Thema, das mich seit 20 Jahren beschäftigt, sind die 3D-Modelle von Landschaften und berühmten Bauten in Bayern. Neben unserem Institut ist die Maßkamera High Resolution Stereokamera entwickelt worden, gilt als erfolgreichster Beitrag Deutschlands zur europäischen Raumfahrt. Wissen die wenigsten. Ärgere ich mich immer wieder, warum Bayern hier nicht stärker auf die Pauke haut, wenn man so sagen will. Und damit haben wir jetzt fast 100 Objekte in Bayern, Kirchen, Klöster, Residenzen, die Königsschlösser, innen und außen. Und das wird noch sehr, sehr spannend. Aber vor allem interessiert mich auch die Technik. Die Grotte in Linderhof und das Maschinenhaus zur Beleuchtung der Grotte, das ist eine Sensation eigentlich. Das ist Weltgeschichte. 4 Jahre bevor Thomas Alva Edison solche E-Kraftwerke gebaut hat, weiß kaum einer. Und deswegen habe ich das alles modellieren lassen. Jetzt auch jüngst das abgerissene Schaubergwerk im Deutschen Museum, weil das eines der populärsten Objekte war. Und ich auch sagte, man muss das wieder mit der Brille begehen und anschauen können. Ich habe schon manchmal sehr lange überlegt. Es waren insgesamt 4 Rufe. Ganz interessant natürlich an die ETH Zürich, aber auch die Uni Karlsruhe. Und ich habe dann immer gesehen, dass ich hier im DLR Arbeitsbedingungen habe, die mir praktisch niemand bieten kann sonst. Ich wollte nicht in die bürokratischen Mühlen an einer Hochschule eingebunden sein, die vielen Fakultätssitzungen und so weiter und hin und her pendeln. Und die Bedingungen hier im DLR waren einfach einmalig für mich. Hier konnte ich die Studenten mit betreuen, die halt dann rauskamen, um die Diplomarbeit zu machen oder Doktorarbeit. Das konnte ich alles hier machen. Hatte aber trotzdem meine Vorlesungen, konnten die jungen Leute begeistern. Die Vorlesungen waren immer gut besucht, aber so, dass sie auch nur überschaubar waren. Nicht 1000 Zuhörer oder was weiß ich. Und es war immer begeisternde Experimente da, die wir machen konnten. Ohne groß zu fragen, ohne zu viele Anträge zu schreiben. Und es war einmalig. Das muss ich sagen, im Nachhinein war das wirklich die optimale Entscheidung. Ja, wenn man überzeugt ist, dass es sich um eine wirklich lohnende Aufgabe handelt, dann muss man eine Fähigkeit entwickeln, die nie aufgibt oder nachgibt. Das ist meine Erfahrung. Man kann Rückschläge erleiden, aber die Fragestellung lässt einen nicht mehr los. Ich denke, das war das Geheimnis unseres Erfolgs, dass wir eben die Mechatronik gelebt haben. Zur Mechatronik gehört der Maschinenbau, da gehört die Elektrotechnik und da gehört die Software. Und keiner darf hochnäsig sein und sagen, ich bin der Wichtigste, sondern es braucht den täglichen Austausch. Die Kaffeerunden, die wir jeden Tag hatten, wo wir uns alle getroffen haben, die waren so wichtig, wenn ich mich zurückerinnere. Und dies ist, glaube ich, ein ganz wichtiger Punkt. Das Ziel im Auge haben und interdisziplinär arbeiten, sich nicht zu schade zu sein für einfache Arbeiten. Wir haben unsere großen Erfolge vor allem dadurch gehabt, dass wir sogenannte, das soll jetzt nicht despektierlich klingen, aber wir haben manchmal auch spöttisch gesagt, Wasserträger haben, die unten arbeiten, einfache Elektronik machen, einfachen Maschinenbau, die Werkstattleute. Das sind die ganz wichtigen Unterbauten. Deswegen haben manche Softwarekonzerne bis heute es nicht geschafft, einen Roboter zu entwickeln. Natürlich kann man Karriere anstreben, aber nicht nur auf schnelle Veröffentlichungen, möglichst 3 pro Jahr zielen, sondern mit der Aufgabe leben und sich faszinieren zu lassen.